Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich euch, wie ich eine Spargelcremesuppe zubereite. Falls ihr ungeschälten Spargel gekauft habt, schält ihn zuerst. Das unterste Stück wird knapp abgeschnitten und entsorgt, ebenso wie die Schalen. Alle Spargelstangen werden an den Spitzen zusammengeschoben und halbiert. Man kann natürlich die ganzen Stangen für die Suppe verwenden. Ich verwende jedoch nur die unteren Hälften des Spargels. Die Spitzen gibt es als Beilage zum Hauptgang. Die unteren Hälften des Spargels werden in 1 cm lange Stücke geschnitten und in einen Mixbecher gegeben. Füllt den Mixbecher mit einer Suppentasse Wasser auf und gebt einen Esslöffel Reis dazu, der die Suppe etwas andicken soll. Wer die Suppe nicht mit einem Eigelb legieren möchte, kann einen gehäuften Esslöffel Reis verwenden. Alles wird nun gemixt, bis ein feines Püree entsteht. Dabei wird auch der Reis zerkleinert, sodass man deswegen keine allzu lange Kochzeit befürchten muss. In einem Topf wird Butter zerlassen, das Spargelpüree hinzugefügt und aufgekocht. Hier seht ihr am Boden des Bechers noch ein paar Reiskörner, die mit etwas Wasser gelöst und auch noch in den Topf geschüttet werden. Salz nicht vergessen. Während die Suppe kocht, werden die restlichen Spargelstücke längs halbiert und dann in Würfel geschnitten und in die kochende Brühe als Einlage gegeben. Lasst die Spargelstücke ungefähr 5 bis 7 Minuten garen, bis sie weich sind. Wer mag, kann etwas Mandelmus in die Suppe geben. Das muss man nicht unbedingt machen, aber wer zum Beispiel kein Ei in die Suppe rühren möchte, bekommt auf diese Weise die gesunden Inhaltsstoffe der Mandeln in die Suppe. Sie sind reich an ungesättigten Fettsäuren, sekundären Pflanzenstoffen, also Farb-, Duft- und Aromastoffen, Ballaststoffen, Magnesium und Vitamin E. Zum Legieren der Suppe mit einem Eigelb nehmt die Suppe vom Herd und gebt einen Esslöffel süße Sahne dazu, um die Suppe abzukühlen, denn als nächster Schritt wird sie mit einem Eigelb gebunden. Dadurch wird sie etwas cremiger. Dazu werden 3 Esslöffel Sahne in eine kleine Schüssel und ein Eigelb dazugegeben, welches anschließend verkleppert und in die Suppe eingerührt wird. Dabei müsst ihr schnell rühren. Da die Suppe dadurch abkühlt, muss sie wieder unter ständigem Rühren erhitzt werden, aber nicht kochen. Sie sollte nur auf etwa 85 Grad erhitzt werden, daher kontrolliere ich die Temperatur mit einem Thermometer. Nun wird die Suppe in vorgewärmte Suppentassen gefüllt, mit etwas Schnittlauch garniert und serviert. Die Suppe schmeckt sehr intensiv nach Spargel, da sie aus püriertem Gemüse hergestellt wurde. Vielleicht probiert ihr sie einmal aus. Hier ist noch eine Zusammenfassung der Zutatenliste. Für 2 Personen benötigt ihr ungefähr 250 Gramm geschälten weißen Spargel, 1 bis 1,5 Esslöffel Reis, Wasser, die Menge richtet sich nach der Größe der Teller bzw. Suppentassen, 20 Gramm Butter, 1 Teelöffel Mandelmus, fakultativ, 1 Esslöffel süße Sahne, 30% Fett. Zum Legieren mit Eigelb 3 Esslöffel süße Sahne, 30% Fett, 1 Eigelb, Salz, Schnittlauch zum Verzieren und eventuell etwas Brot. Viel Spaß beim Nachkochen und wie immer, guten Appetit!